In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie man mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt ein Signal erzeugen kann, indem man ihn verschiebt. Also schauen wir uns mal an, wie man sowas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der zwei gleitende Durchschnitte verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst starten wir MetaEditor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die Datei trade.mqh ein, die es uns ermöglicht, Handelsfunktionen zu verwenden. Dann erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade mit dem Namen Trade. Als nächstes definieren wir drei Eingabevariablen, Moving Average Candles, Shift 1 und Shift 2. Diese Variablen werden verwendet, um die Parameter für unsere gleitenden Durchschnitte festzulegen. In der Funktion onTick berechnen wir zunächst den Askpreis und normalisieren ihn auf die für das Symbol angegebene Anzahl von Ziffern. In ähnlicher Weise berechnen und normalisieren wir den Bitpreis. Wir erstellen eine String-Variable namens Signal, um unser Handelssignal zu speichern. Außerdem erstellen wir zwei Arrays, First Moving Average Array und Second Moving Average Array, um die Werte des gleitenden Durchschnitts zu speichern. Wir sortieren beide Arrays von der aktuellen Kerze abwärts mit ArraySetAsSeries. Wir definieren die Eigenschaften des ersten gleitenden Durchschnitts mit der Funktion IMA, die das Symbol, die Periode, die Anzahl der Kerzen, den Shiftwert, den Modus und den Preistyp als Parameter erhält. Das gleiche gilt für den zweiten gleitenden Durchschnitt. Wir verwenden die Funktion CopyBuffer, um die Werte des gleitenden Durchschnitts in unsere Arrays zu kopieren. Diese Funktion benötigt die Definition des gleitenden Durchschnitts, die Puffernummer, die Startposition, die Anzahl der Elemente und das Array zum Speichern der Werte. Anschließend prüfen wir, ob der Askpreis über beiden gleitenden Durchschnitten liegt. Ist dies der Fall, setzen wir das Signal auf Kaufen. In ähnlicher Weise wird geprüft, ob der Bitpreis unter beiden gleitenden Durchschnitten liegt. Ist dies der Fall, setzen wir das Signal auf Verkaufen. Wenn das Signal Verkaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir einen Verkaufsauftrag für 10 Microlots zum Bitpreis mit einem Stop-Loss von 150 Punkten unter dem Bitpreis aus. Ist das Signal Buy und es gibt keine offenen Positionen, führen wir eine Kauforder für 10 Microlots zum Askpreis mit einem Stop-Loss von 150 Punkten über dem Askpreis aus. Abschließend geben wir das aktuelle Signal mit der Kommentarfunktion in das Chart aus. Wir drücken F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung erfolgreich war, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der zwei gleitende Durchschnitte verwendet, um mit nur wenigen Zeilen MQL-Code Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Okay, ich hoffe, der Expert Advisor funktioniert gut. Und wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie keine Ahnung haben, was der ganze Code so bewirkt, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.